Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Laut Sky Sports hat Real Madrid gestern für José Mourinho die Klausel in Höhe von 3 Millionen an Benfica Lissabon bezahlt. Der nächste kleine Step auf dem Weg von The Special One auf die Bank von Real Madrid. Ja, und José Mourinho hat direkt die Hände voll zu tun, denn bei Real Madrid müssen einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Unter anderem, welche Spieler sollen dieses Real Madrid verstärken? Und dabei sind gestern zwei Namen in den Mittelpunkt gerückt. Ein alter Bekannter, Rodri, der nach dem Abgang von Pep Guardiola von Manchester City nun anscheinend endgültig die Entscheidung getroffen hat, er möchte weg von Manchester City, er möchte zu Real Madrid. Und auf der anderen Seite ein Name, den ich noch nie gehört habe. Und zwar Morten Hjulland. Ja, wer dieser Junge ist, wo er spielt, ob er eine Verstärkung für Real Madrid wäre, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, spannende Zeiten bei Real Madrid, so wie es aussieht. Präsidentschaftswahlen, ein Trainer, der auf dem Weg ist nach Real Madrid, Spielernamen, die kursieren. Ja, und ich versuche euch heute mal auf den neuesten Stand zu bringen. Doch ich fange mit einem meiner Lieblingsthemen an. Ihr kennt mich inzwischen, auch wenn ich euch ein bisschen damit nerve. Und zwar die Nachwuchsabteilung von Real Madrid. Heute spielt unsere A-Jugend in der Final Four um die spanische Meisterschaft der Meister. Dabei spielen sie heute um 20:30 Uhr gegen Granada. Das Ganze wird auf Real Madrid TV und auf RM Play übertragen. Also wer sich die zukünftigen Stars von Real Madrid anschauen möchte, gerne heute ab 20:30 Uhr. Ja, Schluss jetzt mit der Jugendabteilung. Kommen wir jetzt zu den Senioren. Und gestern, laut Sky Sports, hat Real Madrid die Klausel an Benfica Lissabon gezahlt für José Mourinho. Der Portugiese auf dem Weg nach Real Madrid. Aber das Ganze ein bisschen anders als damals bei einem Carlo Ancelotti. Wie damals hatte man ja berichtet, ein Carlo Ancelotti hätte bei Madrid quasi jeden Vertrag unterschrieben. Er war bei Everton und seine Trainerkarriere war nicht mehr ganz oben, da wo er sie wahrscheinlich gerne hätte. Und als er gehört hat, Real Madrid ist interessiert, ja, der hätte, glaube ich, sogar einen weißen Zettel unterschrieben und zu Florentino Perez gesagt, schreib da oben hin, was du willst. Das Ganze sieht bei einem José Mourinho allerdings anders aus. Man muss aber auch sagen, beide kommen unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Ein Carlo Ancelotti ist zumindest in ein gesundes Mannschaftsgehege gefallen. Ein José Mourinho hat erkannt, hat einige Gespräche mit Spielern schon geführt und er hat erkannt, dieses Real Madrid ist diese Saison ein absolutes Chaos. Und wenn ich überhaupt die Chance haben möchte, dieses Real Madrid wieder zu einer erfolgreichen Mannschaft zu bilden, dann geht das nur, wenn ich alleine das Sagen habe. Wenn mir keiner reinredet, wenn nicht irgendwelche Werbeverträge wichtiger sind als die Leistung auf dem Platz. Ja, und das hat er anscheinend auch klar gemacht. Das berichtet zumindest die Marca. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Mourinho will die Macht. Der portugiesische Trainer ist der Ansicht, dass es für die Rückkehr nach Madrid unerlässlich ist, die Kabine zu kontrollieren und Einfluss auf die sportliche Planung zu nehmen. Es kommt auf das Angebot an, darauf, was Sie von mir erwarten. Es geht nicht um mehr oder weniger Geld, sondern darum, was Sie von mir erwarten, ob ich Ihren Anforderungen und dem von Ihnen angestrebten Arbeitsprofil gerecht werden kann. So antwortete José Mourinho auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr zu Real Madrid. Eine Aussage, die auf seine Hauptbedingung hindeutete: uneingeschränkte Kontrolle und Autonomie über die erste Mannschaft. Der portugiesische Trainer will Garantien. Er möchte sich unterstützt fühlen und sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine Entscheidungen ohne Einmischungen treffen können. Der Special One hält es für unerlässlich, alles rund um die Mannschaft zu kontrollieren und aktiv am Kaderaufbau mitzuwirken. Mit anderen Worten, er will maximale Macht. Und ich glaube, das ist das Normalste auf der Welt. Haben wir ja schon oft drüber geredet. Ich glaube, in den Kommentaren hat mir da auch noch keiner widersprochen. Wir sind uns da ziemlich einig. Egal welcher Trainer nach Real Madrid gekommen wäre, Klopp, Mourinho, Zidane, wer auch immer,
Das hätte nur funktioniert, wenn er auch wirklich die Rückendeckung vom Vorstand bekommt, die ein Xabi Alonso nun mal nicht bekommen hat, als es drauf ankam. Ja, und wie gesagt, die Trainer, die haben sich das natürlich angeschaut und haben gemerkt, nee, in diese Kabine gehe ich nicht, da kannst du selber trainieren, Florentino, es sei denn, es mischt sich keiner ein. Ja, wie gesagt, hat ein José Mourinho gemacht, lesen wir mal weiter. Neben der Stärkung des Kaders wünscht sich Mourinho auch Verstärkungen. Seine Spiele gegen Real Madrid mit Benfica halfen ihm, einige Schwächen im Kader zu erkennen. Für den portugiesischen Trainer weist die Mannschaft klares Ungleichgewichte auf. Zu viele Spieler auf manchen Positionen und zu wenige Konkurrenzfähigkeit auf anderen. Daher beabsichtigt er, sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen direkten Einfluss zu nehmen. Also, ich glaube, jeden von uns wundert diese Aussage nicht. Wir alle sagen seit Jahren, wie kann es sein, dass wir 4 linke Flügel haben und keinen vernünftigen rechten Flügel oder dass wir nur einen Sechser haben, einen richtigen nominellen Aurélien Tchouaméni. Ja, Fede Valverde kann es auch spielen, aber es gibt halt viele Positionen, wo wir keinen guten Ersatz haben. Und das hat ein José Mourinho erkannt und wie gesagt, er möchte großes Gewicht haben, wenn es darum geht, wer am Endeffekt von Real Madrid verpflichtet wird. Lesen wir mal weiter. Das beste Beispiel dafür war Luka Modric. Mourinho bestand persönlich darauf, dass der Verein den Kroaten im Sommer 2012 verpflichtete, als dieser noch für Tottenham spielte. Der Mittelfeldspieler kam unter Zweifeln und Kritik. Doch der portugiesische Trainer verteidigte ihn stets. Ich bitte die Fans von Real Madrid nur um Zeit und Geduld. Er ist so gut, dass das Santiago Bernabéu von seiner Klasse begeistert sein wird, betonte er, als viele die Verpflichtung in Frage stellten. Die Zeit gab ihm recht. Ja, das muss man in José Mourinho wirklich sagen. Ich erinnere mich noch dran, als Real Madrid den Luka Modric geholt hat für 42 Millionen, dann gab es am nächsten Tag einen Artikel, 42 Millionen, um eine Schande zu überdecken oder irgendwie sowas stand da. Der wurde ja auch nach seinem ersten Jahr als der schlechteste Transfer überhaupt gewählt, damit man mal sieht, die spanischen Medien sind ja pro Real Madrid und so einen Schwachsinn muss man dann lesen. Ja, und die Zeit hat José Mourinho mehr als recht gegeben. Lesen wir mal weiter. Modric war nicht Mourinhos einziger Transfererfolg. Auch Ángel Di María kam auf ausdrücklichen Wunsch des portugiesischen Trainers. Real Madrid zahlte 2010 25 Millionen Euro an Benfica und der Argentinier avancierte zu einem Schlüsselspieler, insbesondere beim Gewinn der La Decima. Im Finale wurde er zum MVP gewählt, nachdem er Atletico Madrid mit seiner körperlichen Stärke dominiert hatte. 4 Jahre später verkaufte der Verein ihn für 75 Millionen Euro an Manchester United. Auch da muss ich zugeben, hat José Mourinho ein sehr, sehr gutes Näschen erwiesen. Nicht nur bei Luka Modric, den Transfer wollte unbedingt er, sondern auch ein Ángel Di María. Den Transfer hat auch ein José Mourinho gewollt. Ja. Und jetzt kommen noch 2 Spieler, wo er auch richtig gelegen hat. Interessanterweise fällt Mourinhos möglicher Rückkehr mit einem weiteren Sommer zusammen, der von einer Weltmeisterschaft geprägt ist. Und genau in solchen Situationen bewies der portugiesische Trainer sein Gespür für den Transfermarkt. Nach der WM 2010 tätigte er 2 Verpflichtungen, die sich als sofortige Erfolge erwiesen. Sami Khedira und Mesut Özil. Der Mittelfeldspieler wechselte nach einer herausragenden Turnier mit Deutschland für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Real Madrid. Özil, einer der herausragenden Spieler dieser Weltmeisterschaft, kam ins Bernabeu, um Cristiano Ronaldos idealer Partner zu werden. Sein Talent im Angriffsdrittel und seine Fähigkeit, Torvorlagen zu geben, prägten eine Ära. In nur 3 Saisons verbuchte er über 80 Assists. Über was reden wir hier? Ich habe mit Mourinho gesprochen und er hat mich überzeugt. Deshalb bin ich zum besten Team der Welt gekommen. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und von Spielern wie Cristiano und Kaká lernen, gestand er bei seiner Vorstellung. Ja, ihr habt es selber gehört, selber gelesen. Ein José Mourinho möchte nicht nur Macht haben oder komplette Autorität in der Kabine und alles, was mit der ersten Mannschaft zu tun hat. Er möchte auch ein gehöriges Mitspracherecht, was die Verpflichtungen angeht. Und ganz ehrlich, wenn man die Namen hört, die er bisher so nach Madrid gebracht hat, dann vertraue ich der Nase von dem José Mourinho. Und das tut anscheinend ein Florentino Pérez auch, denn
Laut anderer Quellen in Spanien, die sind aber nicht so offiziell wie Marca und AS, kann man lesen, dass ein José Mourinho sogar das letzte Wort haben soll, um einen Transfer im Endeffekt abzusegnen. Und das hat es in der Zeit von Florentino Pérez noch nicht gegeben. Wie gesagt, ich versuche da größere Quellen zu finden, aber das sind so die ersten Gerüchte, die man im Universum Real Madrid hört. Ja, bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Meiner Meinung nach ist das der richtige Schritt von dem José Mourinho, denn wie gesagt, im Endeffekt muss er seine Mannschaft ja zusammenstellen. Er hat ja nur seinen Plan vor Augen, welches Real Madrid er haben möchte, wofür sein Real Madrid stehen soll. Ja, und deshalb finde ich es gut, dass der Trainer da Mitspracherecht hat und ich finde es auch gut, dass er die Macht über die Kabine bekommt. Ja, und jetzt steht er vor seinen ersten großen Entscheidungen, denn so wie es aussieht, ist Pep Guardiola nicht mehr länger Trainer von Manchester City. Ein Saisonspiel steht noch aus. Gestern haben sie die Meisterschaft endgültig verloren. Arsenal ist Meister geworden, hat es nicht gebottelt. Ja, und Fabrizio Romano hatte aber selber schon bestätigt, Pep Guardiola hat Manchester City mitgeteilt, er wird nicht länger Trainer von Manchester City bleiben. Warum spielt das eine Rolle für Real Madrid? Ja, weil einige Spieler nach Manchester City gewechselt sind wegen Pep Guardiola. Unter anderem auch ein Rodri. Ja, ein alter Bekannter auf diesem Kanal. Ich hatte euch berichtet, dass ein Ramón Álvarez Demón schon mal gesagt hatte, Real Madrid ist interessiert, Rodri wäre auch interessiert. Ja, und hören wir uns mal an, was El Larguero zu dieser Situation zu sagen hat. Er muss kurzfristige Entscheidungen bezüglich Transfers treffen. Gestern haben wir den Namen Rodri ins Spiel gebracht. Rodri ist eine Option, die für Madrid auf dem Transfermarkt auftaucht und Madrid muss wissen, ob der neue Trainer möchte, dass der Verein den Transfer von Rodri in Angriff nimmt. Das ist eine Tatsache. Madrid hat die Möglichkeit, einen so wichtigen Transfer wie den von Rodri anzugehen auf dem Tisch und jetzt muss man sehen, ob der neue Trainer sagt, los, versuchen wir es oder ich will Rodri nicht. Wir suchen eine andere Option für das Mittelfeld. Ich glaube, dass es ein wichtiger Moment für Rodri ist, sowohl wegen des Trainerwechsels und des neuen Projekts bei Real Madrid, als auch wegen des Trainerwechsels und Projekts bei City. Denn die haben ja schon über Guardiola berichtet, wie es auch Kollegen aus einigen englischen Medien erzählen, dass Guardiola geht. Deshalb könnte der Abgang von Guardiola auch noch ein zusätzlicher Grund sein. Neben dem Wunsch von Rodri zu Real Madrid zu kommen, was er hier bei El Larguero das letzte Mal, als er da war, gesagt hat, wer würde nicht gerne bei Real Madrid spielen? Wir wissen alle, dass das einer von Rodris Wünschen ist. Real Madrid ist ebenfalls an Rodri interessiert. Sie haben die gesamte Saison über sehr genau verfolgt, insbesondere seine Genesung nach der schweren Verletzung. Rodri hat sich erholt, das können wir sehen. Aber warten wir ab, was Mourinho sagt und was dann mit dieser Finanztransaktion passiert. Ja, ihr habt es selber gehört, ein Rodri spätestens nach dem Weggang von Pep Guardiola, da endet eine Ära bei Manchester City, so sieht das wohl auch ein Rodri und man liest, er möchte unbedingt nach Real Madrid. Heute im Marca war sogar die Titelseite, dass er kopfunter oder kopfüber nach Madrid kommen würde. Also ein Rodri würde alles dafür tun, dass er nach Madrid kommt. Im Endeffekt muss ein José Mourinho entscheiden, welchen Mittelfeldspieler er möchte. Meine Meinung zu Rodri kennt ihr. Ich finde, das wäre ein falsches Signal. Ich habe auch gestern das Spiel von Manchester City in Bournemouth geschaut und ich bin ehrlich, mir hat Rodri nicht gefallen, aber naja, man kann ja einen Spieler nicht aufgrund von einem Spiel nur bewerten. Trotz alledem war auch nichts Herausragendes dabei, wo ich denke, das ist der Ballon d'Or Rodri. Naja, dazu, was er charakterlich gemacht hat mit Vini. Vini hat schon genug zu ertragen, dass der neue Trainer der ihn gegen Benfica so ein bisschen als halben Lügner dargestellt hat. Naja, anderes Thema, nicht, dass am Ende Vini gehen muss, weil alle Vini-Hater kommen, aber ja, bei Madrid würde mich nichts mehr wundern. Ja, außerdem würde dieser Rodri-Transfer ja auch ein bisschen zu den Namen passen, die ich euch vorgestern genannt hatte, die Spieler, die ein José Mourinho haben möchte, da fiel ja der Name Rodri auch. Und eine Sache ist klar, in den nächsten Wochen werden wir feststellen, welche Quellen in Spanien zuverlässig sind und welche nicht. Denn El Larguero bringt den Namen Rodri ins Spiel und am gleichen Abend hat El Partidazo de Cope einen ganz anderen Namen ins Spiel gebracht. Und ganz ehrlich, von dem hatte ich noch nie gehört. Ja, hören wir uns die Information von Partidazo de Cope an. Miguelito, wen will Mourinho bei Real Madrid haben?
Er spielt für Sporting Lissabon. Dieses Wochenende findet das Pokalfinale statt. Sporting Lissabon. Er ist Däne, sein Name ist Morten Hjulmand. Aha. Er ist in seiner 3. Saison, sein Vertrag läuft bis 2028. Er ist ein 26-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, 1,85 groß. Und sein Marktwert könnte ungefähr bei dem liegen, was zumindest Sporting Lissabon verlangen würde. Das sind 50 Millionen Euro. Kennst du ihn? So auf Anhieb nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht besonders auf ihn geachtet, wenn ich ihn gesehen habe. Mensch. Nun ja, Mourinho, wie ihr wisst, lag mit Modric richtig, offensichtlich der Spieler mit den meisten Titeln. Ich denke, mit Sami Khedira blieb er irgendwo auf halbem Weg stehen. Nun ja, es ist ein Fußballspieler, ich betone es noch einmal, von dem wir erfahren haben, dass er Mourinho gefällt, der auch dem Verein oder gerade dem Verein noch eine weitere Art von Wunsch übermittelt oder übermitteln würde, falls Florentino wieder zum Präsidenten gewählt wird. Morten Hjulmand. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie etwas von ihm gehört. Ich bin natürlich auf die Recherche gegangen, wollte mich informieren, habe mich informiert. Morten Hjulmand ist dänischer Nationalspieler, wird nächsten Monat 27, ist 1,85 Meter groß, Mittelfeldspieler, teilweise der Kapitän, aber auf jeden Fall einer der Führungsspieler von Sporting Lissabon. Man muss Sporting Lissabon anrechnen, die sind letztes Jahr portugiesischer Meister geworden und dieses Jahr waren die große Überraschung in der Champions League. Ja, die haben sogar Bodo Glimt rausgeschmissen, was für viele ja fast unmöglich erschien. Ja, Inter Mailand hat es nicht geschafft, etc., aber anderes Thema. Sporting ist erst im Viertelfinale gegen Arsenal London rausgeflogen und das auch mit Hängen und Würgen. Und mit einem Hjulmand, der nur ein Spiel von den beiden Spielen spielen konnte. Ja, wie dem auch sei, das ist der Name, den ein José Mourinho anscheinend sich ausgesucht hat. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich vertraue auf das Näschen von einem José Mourinho. In Spanien gab es auch damals Kritiken. Khedira kannte in Spanien kaum einer. Ich meine, ich kannte ihn, viele von euch auch, weil ich nun mal die Bundesliga verfolgt habe. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er bereit ist für so einen Riesenschritt. Das gleiche Angel Di Maria, den kannte ich auch nicht, bis er nach Madrid gewechselt ist. Ein Luka Modric hier und da bei Tottenham gesehen, aber niemals dieses Potenzial gesehen. Naja, bei einem Mesut Özil, da hat man schon in der Bundesliga gesehen, der war international schon ein Name. Das war jetzt kein Insider. Aber wenn Morten Hjulmand der Auserwählte von dem José Mourinho ist, ja, dann vertraue ich einfach unserem Trainer. Ich bin gespannt, ob ihr diesen Spieler schon mal kanntet. Ich bin gespannt, welchen Spieler ihr davon lieber bei Real Madrid hättet. Würdet ihr eher einen Rodri bevorzugen oder einen Hjulmand? Lasst eure Meinung dazu bitte gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, lasst einen Kommentar da. Ich interessiere mich immer sehr dafür. Und wer noch kein Follow da gemacht hat, jetzt oder nie, kurz vor den 30.000, danke an jeden Einzelnen von euch. Wir sehen uns morgen wieder mit einer Handvoll neuen Informationen. Die gehen zurzeit bei Real Madrid nicht aus. Also, bis morgen. A la Madrid!